Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört. Hier ist Rahim. Seid ihr auf dem krassen YouTube-Kanal? Der Welt. Der krasseste, heftigste Rundum-Musik-Kanal der Welt. Ja gut, man könnte meinen, dass du das erste Mal das machst. Tust es tatsächlich, aber dass du auch noch nie meine Videos gesehen hast. Vielen Dank. Was? Ich gucke jedes Video komplett durch. Ich gebe jedem Video einen Daumen hoch. Okay. Und ich sitze teilweise neben Wieso weißt du dann mein Intro nicht? Weil es so viel, so schnell ist. Da komme ich nicht mit. Gar nicht. Absolute Ausrede. Leute, was geht ab? Das haben wir ja schon gesagt. Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rem, ihr habt richtig gehört, hier ist Rem. Wir sind hier auf dem krassesten Rundum-Musik-YouTube-Kanal, den es auf der ganzen Welt gibt. Auf der ganzen Welt und Deutschland. Ich übe nochmal. Naja, ich variiere am Ende sowieso immer irgendeinen Scheiß zusammen. Aber Leute, wie geht's euch? Wir sind wieder mal am Start. Als Spezialgast wieder einmal die Mrs. Nee, das kann man nicht cool auf Englisch. D-A-N-A. Ja. D-A-N-A-R-O-L-L-E. Dana Rolle. Das klingt doch viel besser. So, ich habe gehört, du wirst ganz schön malträtiert schon auf Instagram. Ein bisschen. Spammt sie auf jeden Fall noch ein bisschen zu, denn sie zögert ein Quäntchen noch, wirklich immer noch ein Quäntchen, diese Videos zu machen. Wir haben schon tatsächlich die ganze Wohnung umgestellt, damit sie da einen Arbeitsplatz hat, um diese Videos zu machen. Und die Lichter sind auch auf dem Weg, die wir dafür brauchen. Und wir hoffen, dass das alte Kameraequipment von mir noch ausreicht dazu, um das Ganze umzusetzen, zumindest für den Anfang. So, und ihr könnt sie auch natürlich direkt schon mal vorab abonnieren, denn ich werde sie so oder so dazu zwingen, das zu machen. Ja. Und ihr könnt sie natürlich noch weiterhin bei Instagram anschreiben und schon mal folgen und eben auch deinen YouTube-Kanal. Wir können ja schon mal unten verlinken wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall machen wir heute, es gab einen neuen Release in der K-Pop-Szene. Eine Band, die mir zuvor noch nie, ich habe die wirklich auch noch nie in den Kommentaren vorher gelesen. Ich auch nicht. Ich habe aber geguckt, die gibt's schon seit 2012. Krass. Weißt du, wie die ausgesprochen werden? Nicht zu 100%. Okay. Dann mache ich das jetzt einfach Newest. Dachte ich auch. Okay. Ihr könnt es uns ja dann verraten. Ja. Der Song heißt entweder Bad Bad oder B.E.T. B.E.T. für Bad. Black Entertainment Television. Gab's ja auch. Aber ist klar, das war ein schlechter Witz. Also es gibt BET, diesen amerikanischen Sender. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun. Das steht dafür. Das wusste ich nicht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ah, ja. Schon wieder was gelernt. Siehst Black du mal. Entertainment Television. Genau. Gibt's den noch? Den gibt's noch. Ja, klar, den gibt's noch. Ja, willkommen bei dem informativsten YouTube-Kanal, den es überhaupt gibt. So, Folgendes. Wir gucken einfach rein. Hast du sonst irgendwelche Backing-Infos? Die sind zu 5. Ja. Jungs. Und seit wann? 2012? 12. Krass. Ich bin gespannt. Ich habe den Song noch gar nicht gehört. Hast du ihn schon gehört? Nee, auch noch gar nicht. Auch noch nichts anderes von denen. Okay. Ist es jetzt ein Comeback-Ding oder? Ja, ist ein Comeback. Weißt du nicht? Weißt du nicht. Gut, dann hören wir einfach rein. Klingt so richtig R&B-mäßig gerade, ne? So mit den Vocals und so klingt mega R&B-mäßig. Also Ami-R&B. So eine Akustikgitarre. Ja. Ich mag auch seine Jacke von dem in der Mitte. Chic. Ich weiß ist ja ganz was anderes. What? Ich bin total geflasht. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet, dass da so ein groovy R&B-mäßiger Beat kommt. Voll. Song. Wir sind ja neu in der K-Pop-Welt, wie ihr ja wisst. Wir haben da jetzt einige Bands schon so langsam mal abgecheckt, aber gefühlt ist es, glaube ich, nicht mal 2 Hände voll, die wir bisher abgecheckt haben. Nee. Und jetzt, ich meine, ja, es wird alles unter dem großen Begriff K-Pop hier alles rausgespuckt, aber im Endeffekt, also ich verstehe K-Pop unter K-Pop halt auch alles, was mainstreamig ist. Also Pop im Sinne von populärer Musik, die einfach eine große Reichweite hat und deswegen eben
auch unter Mainstream verstanden werden kann. Das können aber auch natürlich Hip-Hop-Songs sein. Es gibt da natürlich nochmal speziellere Sachen, wo man auch K-Hip-Hop oder K-Rap sagen kann und natürlich auch jedes andere Genre mit einem K davor, nur damit wir wissen, dass es eben koreanische Musik ist. Aber ja, das ist ja jetzt schon super, super R&B. Voll. Ja. Ja, okay, wir sind jetzt schon im Refrain. Ich habe gar nichts dazwischen gesagt, aber ich weiß schon nicht, wo ich anfangen soll. Es ist halt viel, aber gut. Ja. Wieso ist diese Videoqualität heute so schlecht? Es ist doch schon auf 1080. Keine Ahnung. Na. Ja, willst du was sagen? Zum Songtext kann ich was sagen. Ja. Ich habe da jetzt die Übersetzung ein bisschen mitgelesen und ich würde behaupten, es könnte vom Text her, wenn man den Englischen nimmt, halt auch ein Song von Usher sein oder so. Voll. Dachte ich jetzt direkt. Ja. Ich will auch nicht so lange durchlaufen lassen, weil, wie ihr wisst, die Claims und so weiter, aber ich komme gerade auch erst in den Song so langsam rein. Ja. Es ist halt vocalmäßig, geht viel ab, es sind viele Harmonien drin, habe ich gehört. Die Jungs haben da richtig choral auch wieder was aufgebaut. Selektiv sind dann auch Stimmen, tiefe Stimmen, aber das können wir jetzt beim zweiten Durchlauf der Hook dann nochmal genauer analysieren. Ja, und so ein Genau, ja. Demnächst macht Dan auch meine Videos. Ich kann dann halt keine Fachbegriffe nennen, sondern ich mache so ein. Habt ihr das gehört? Ja. Was ist das? Hier wahrscheinlich, also dieses das ist, ja, das ist eigentlich, wenn man so ein Signal hat, das kann man jetzt irgendwie mit irgendeinem Synthesizer erzeugen, so wie ich bei dem Subdowner auch mal erklärt habe. Mhm. Wenn der weiterlaufen würde, dann wäre es und das quasi, sind wir hier in den oberen Frequenzen drin, also nicht ganz weit oben, aber schon oben so, dass da eben so ein und dann kommt nun dieses und dieses hört man einmal noch die Jungs oder einen der Jungs oder zwei oder drei auf jeden Fall so ein sagen. Das ist wirklich und dann, eine Stimme. Und dann aber noch zusätzlich einen Shaker. Ich glaube, einer, der so ein bisschen wie so eine, ist die Cobra, ne? Eine Klapperschlange mäßig hinten. Also könnte so eine Art Shaker tatsächlich nochmal sein. Und dann kommt nochmal ein kurzer Riser. Das sind schon mehrere Elemente tatsächlich. Ja, so ein kleiner Shaker macht. Und einer, der noch auf den runter so ein. Es ist ganz schön viel, auf jeden Fall nur an dieser einen kleinen Stelle. Da ist halt auch wieder so ein Bass drin, der eher so im Subbassbereich sich befindet, aber trotzdem eine schöne Harmonie hat an und für sich. Also klingt schon relativ voll. Ist jetzt nicht, es geht so, ja, so ein bisschen in diese Subbass-Trap-Richtung, also Trap-mäßigen Dinger, aber nicht zu stark. Trotzdem hat es echt diesen R&B-Vibe, auch wegen dem Instrument, das hier die Akkorde spielt, die Harmonie spielt. Voll cool. Krass, relativ hoch auch die Stimme, ne? Und total zart. Aber irgendwie trotzdem so ein Kratzen hier drin.
Bei dem Hanetto oder so, das ist krass. Dieser Shot. Alter, wie heftig. Die sind so krass mit der Haut, die Koreaner. Ja. Die machen es so Glatt. perfekt, das ist so glatt, dass es nicht mal mehr, der sieht aus wie ein Android. Das ist richtig krass, wie aus so einem Videospiel oder so. Heftig. Mega gut. Ja, das Ding ist, wenn man es versteht, dass es diese Techniken gibt und man versteht, dass es halt extra gemacht ist, um Superlativen zu demonstrieren und darzustellen und zu zeigen, einfach weil es geht und weil das natürlich Superstars werden sollen oder sind, dass sie natürlich übermenschlich wirken sollen und man damit umgehen kann, finde ich es gut. Aber ich weiß nicht, wie sehr man tatsächlich aber so die Masse damit beeinflusst. Das ist ja wie mit diesen Schönheitsidealen. Das ist so alles super perfektioniert und glatt und... Ja, weil ein Mensch hat nun mal nicht so eine Haut. Das ist ja Fakt, das ist Tatsache. Ja, klar. Allein so wie die Haut aufgebaut ist, einfach biologisch und so weiter, ist eine Haut nicht so. Das ist halt so wie mit den ganzen Schönheitsidealen, dass eine Frau so aussehen muss und seit Kardashians berühmt sind, ein Arsch so sein muss. Obwohl die Kardashians selber, wenn man die mal so rumlaufen sieht mit ihren voll gespritzten Popos, nicht mal, das sieht aus, als ob die 3 vollgeschissene Unterhosen anhätten für Erwachsene. Das ist halt das Ding. Also wenn man es versteht und es macht halt auch, finde ich, in dem Kontext absolut Sinn, finde ich es gut, aber andererseits darf man halt auch nicht vergessen, dass die Leute sowas vielleicht falsch verstehen oder zu sehr davon beeinflusst sind und dann vielleicht irgendwie voll die Kopffilm fahren. So voll die Krisen kriegen. Voll. Aber ich weiß nicht, ich finde das jetzt irgendwie bei diesen ganzen koreanischen oder K-Pop-Videos irgendwie anders als bei amerikanischen Videos oder so. Irgendwie wirkt das ganz anders. Ich weiß nicht, ob es der ganze Kontext ist, ob es auch so einfach dieses asiatische Schönheitsideal nochmal ist, aber irgendwie wirkt das ganz anders. Das kann gut sein, ja. Also ich fand hier die Shots auch sehr schön, muss ich sagen, wo die mit diesen Masken vorne zu sehen sind. Ich versuche gerade in die richtige... Nee. Ja. Hört ihr mich noch? Ja. Genau, die Shots fand ich auch sehr schön. Die sind natürlich auch krass, selbst die Armhaare oder die Arme selbst, das ist ja alles super weich gezeichnet und sehr glatt. Also das ist nicht so ein kompletter Weichzeichner, also weil die Haare sind noch gut zu erkennen, das ist schon sehr selektiv gesetzt. Aber die Shots fand ich auch sehr geil, auch mit diesen Masken, die sie hier anhatten. Da war noch eine Maske, die ich jetzt nicht mehr finde. Naja. Die, genau. Oh, mit der Spitze. Naja, das sind sehr geile Shots auf jeden Fall. Ist ja auch immer alles sehr glatt gemacht. Ja. Ja, auch schon. Ja. Also, ja, so im Kontext finde ich es auch cool, aber ich hoffe nur, dass die Fans das auch verstehen. Dass man trotzdem versteht, dass es nicht echt ist. Ja, genau. So wie Instagram. Ja. Er ist so der richtig maskuline, coole irgendwie, ne? Bisher. Ja, so der Boss bisschen mit seinem Anzug mäßig. So an dem Tisch. Ja, aber auch von der Statur. Oh, aber ich habe gesehen. Kartelllampe. Echt? Krass. Hey, die übertreiben ja so krass. Wirklich, also dass selbst die Requisiten im Video so krasse Designerstücke sind. Ja, das andere weiß ich jetzt nicht, bestimmt auch, aber die Lampe fällt mir auf jeden Fall auf direkt. Heftig. Wie krass ist das denn? Voll geil. Ich finde, er wirkt einfach schon so wieder still, ein bisschen... Ja, auch ein bisschen breiter ist oder wirkt zumindest. Bestimmt sagen wir gerade voll den Scheißen alle in den Kommentaren so, er ist so der Liebste von allen und so. Ja, kann ja sein, er wirkt halt nur für einen Neuling, für einen Newcomer, der die zum ersten Mal sieht, wirkt er so gerade in dem Video als der männlichste. Ja, muss man einfach so sagen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Mega geil mit den Handschuhen auch. Das sind ja so... Der eine hatte auch so ein, wie so Fischernetz-mäßig die Handschuhe. Krass. Also androgyn teilweise auch, ne? Er hat auch eine sehr androgyne Figur eigentlich, aber so eine Kombination sieht das halt schon, habe ich auch noch nie gesehen. Sieht mega krass aus.
Ist ja halt eher so ein Damenhandschuh, ne? Also so latexmäßig mit Ringen sogar noch. Sieht schon krass aus irgendwie. Hier sogar noch so ein, wie sagt man? Armreif? Armreif, ja. Ja. Schöner Chor hier zu hören von den Jungs. Da muss man... Ja, also man hört eben den ganzen Chor von den Jungs, aber ein Main Vocal, aber dieser Main Vocal ist gleichzeitig nochmal gedoppelt auf rechts, links, aber nicht ganz stark rechts, links. Coole Ohrringe. Chanel. Yes. Chanel. Sau nice. Oben noch mit so einem Clip dann wahrscheinlich oder so. Ja, aber also bei denen mit den Outfits ist nochmal richtig detailreich. Hier so ein YSL-Gürtel, Yves Saint Laurent, dann überhaupt diese ganzen Details mit den Accessoires, überall mit den Ketten und Ringen und Armreifen. Ich stelle die Perspektive wieder um, weil es ist nicht so geschickt, wenn wir dann irgendwie jedes Mal so machen müssen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ein bisschen, ja. Vielleicht stelle ich noch eine zweite Kamera auf, aber erst mit der Zeit, gerade noch nicht. Ja. Also heftig. Heftig, echt. Das ist wirklich auch so für jeden Einzelnen so zusammengebaut und gestylt extra. Also wirklich nicht nur so fertige Teile genommen, sondern es wirkt schon so, als wäre es wirklich nochmal maßgeschneidert für die und speziell für jeden einzelnen Outfits zusammen. Also nicht nur zusammengestellt, sondern wirklich geschneidert nochmal. Ach so, meinst du also wirklich nochmal geschneidert? Ja. Okay. Yeah. Weil ich meine, bei den anderen Groups ist es ja auch so, dass die dann die sind krasse heftig Teile haben, jeder aber hat wahrscheinlich nicht immer maßgeschneidert. so ein persönliches Outfit, was halt wieder jeden widerspiegelt wahrscheinlich den Charakter auch. Ja. Genau. Aber hier wirkt es teilweise wirklich so, als hätten die so richtige Anzugelemente genommen und die nochmal so deconstructed, sagt man ja. Okay. Ach, das Blatt am Kragen. Ja, genau. Okay, gehen wir mal hier in den Pre-Chorus rein. Also eben der Part, der vor der Hook kommt, der so langsam das anklingen lässt, dass das da jetzt ein krasser Part kommt. Ja, da haben wir wieder die, ich sag mal, Military Drums, dass da die Snare langsam losgehen soll. Selbst dieses Da war auch so ein Gewitter-Soundeffekt, ne? Ja, auf die 1, also als Einleitung. So ein Donner. Man sieht das ja auch im Bild. Yeah. Das ist genau auf die 1 des nächsten Parts. Ist halt auch cool als Einleitung in den Part. Ne, dann hier auch selbst das Tuning der Snare dann hochgepitcht im Laufe des Parts. Geht die dann immer höher. Und dann eben kurz vor der Hook wieder diese kurze Pause, wo die Stimme allein gelassen wird und dann so auch vom Gesang her dann richtig hoch wird und dann ab in den Refrain. So ein ganz hohes Instrument, das immer wieder so die Lücken so auffüllt. Das ist drin schon die ganze Zeit. Ich habe es jetzt hier nur benannt. Und was noch? Das sind halt echt so trappige Drum-Samples, die hier gewählt wurden, auch von den Hi-Hats. Die spielen da teilweise 32, also so ganz schnell so immer so ganz kurz und hier so richtige Becken, die so sehr hoch. Also es sind natürlich dann digitale Sachen, die hier eingesetzt wurden, aber klingt gut.
Boah. Das ist so ein auf Noise, wirklich, also wo ich jetzt gerade Becken gesagt habe, eben weil es digital ist, geht es sehr in so eine Noise-Richtung. Also White Noise, Pink Noise, Brown Noise, wird wahrscheinlich ein White Noise gewesen sein. Und da ist dann so ein Effekt drauf, dass es dann wirklich, wie sagt man, so ein bisschen Stutter-mäßig, also wie so ein Stottern, aber sondern immer langsamer wird. So. Ja. Auf dem rechten Ohr habe ich es am meisten. Cool, aber. Oh, C-Part. Warte mal. Das ist halt auch mal ein guter Übergang, nichts zu spielen, sondern das ausklingen zu lassen, so lange wie nötig und dann einfach den C-Part anzuspielen. Snaps. Also Schnipser. E-Gitarre. E-Gitarre mit irgendeinem Key-Instrument noch, also Tasteninstrument. Hast du diesen Adlib gehört? Wie hoch der ist? Wow. Da sind auch so Schreie drin auch noch, die sich dann so im Raum verteilen als Adlibs. Aber jetzt gerade dieser ganz hohe Adlib, der war schon... Richtig Ariana-Style. Ja, fast, Alter, fast. Richtig hoch, Alter. Ne, es sind keine Schreie, es ist dieses Instrument, dieses ganz hohe. Echt? Mhm. Irgendwie sowas spielt das. Vielleicht ist es auch eine Stimme, die man aufgenommen hat und dann auf einen Sampler gelegt hat, um das dann wie ein Instrument einzuspielen. Okay, was passiert jetzt? Krasser Anzug, Alter. Das ist so ein Superheldenanzug. Ah, das ist so, wenn man Greifvögel, so ein Adler oder sowas. Sieht so aus, ja. Da hat man doch immer so aus. Davon inspiriert. Davon inspiriert, ja. Da hat man doch aus Leder immer unten das von Schulter bis zum ganzen Arm in Hand hat man das. Stimmt. Das sieht nämlich auch so ein bisschen aus wie das Fell. Oder? Ich muss hier die Ansicht ändern. Ja, dadurch, dass so einzelne Platten sind, hat es schon was wie von Federn. Meine ich, Federn. Fell habe ich gesagt. Federn, ja. Sieht schon aus wie vom Greifvogel. Wie heißen die denn jetzt? Die Adler? Züchten. Ja, Adler, aber halt die Züchter davon. Ach so, keine Ahnung. I'm fine. It's a miracle. 영원히 있을 나를 지킬 종족의 세상. 더는 아픔이 없을 세상. 모두가 눈앞에 펼쳐진 여기가 바로 Utopia. Krass, Alter. Heftig, Alter. Was ist da? Ist das jetzt ein anderer Song oder gehört das noch dazu? Das ist ja mega krass. Das ist ein anderer Song. Ja?
And they lived happily ever. Happily ever. Das gehört dazu, oder nicht? Okay, wir sind komplett überfordert mit diesem Ende gerade. Ihr seht es. Mach nochmal den Übergang. Es war Bad Bad. Ja. Ist es jetzt immer noch Bad Bad oder ist es ein neuer Song? Nee. Happily. Oh, da sind so viele Bilder wieder drin, die so viel Bedeutung haben. Ne? Also nach dem Bad Bad Song, dass er dann alleine hier aufwacht. Mit dem Kompass in der Hand. Das ist mein Kompass. Den hatte er ja hier vorher auch in der Hand. Das kann man ja. Und dann gibt es hier zwei Portale, zwei Türen. Ja, ganzes Sounddesign. Genau, tropfendes Wasser. Er geht in Richtung hier Matrix-mäßig die blaue oder rote Pille. Er nimmt die blaue. I'm fine. 너라서는 I'm fine. 사소한 숨을 쉼도 happier. It's a miracle. 영원히 있을 나를 지킬 동쪽의 세상. In was? Eastern? Eastern World that will protect. 동쪽의 세상. 더는 아픔이 없을 세상. 모두가 눈앞에 펼쳐진 여기가 바로 Geil, ey, die Stimmen sind echt mega nice. Also. Langes Melodien. Das erinnert mich dieses dieses Flächige. Ja. Was ist das? Ah ja, das Pad meinst du? Ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, es sind die Chainsmokers. Ja. Die benutzen auch viel sowas in die Richtung, aber hier klingt es einfach nochmal 1000-mal besser und geiler irgendwie. Das ist halt sehr krass. Es ist sehr, sehr voll, dieses Pad. Das, also das, was man hier so fast nur vordergründig hört, ist eben so ein Synthesizer-Pad. Das klingt sehr voll. Es ist sehr komprimiert. Die Töne, die hier gespielt werden, sind, also die Akkorde sind sehr rausgestrichen, sehr viele Töne. Ja, ist ein richtiger Saw-Sound, also wirklich, der klingt sehr, ja, so ein bisschen stachelig, sage ich mal. So, Saw ist halt, drückst mal, tippst du nur an. Nee, bisschen mehr. Das, ja. Saw-Sound, ja, Saw-Sound ist, wie sagt man auf Deutsch, Säbelzahn. Ja, und wenn man sich das Signal mal darstellen lässt, dann hat das halt wie so Zacken auch. Also wenn man das sehr vergrößert. Und man hört das hier sehr stark raus, weil es natürlich sehr stark bearbeitet wurde, sehr stark komprimiert. Aber deswegen klingt es auch so voll und so zusammenklebend aus einem Guss. Und das zieht einen so mit da rein. Ja, also es haut richtig in die Fresse hier. Ja. Hater würden jetzt sagen, es wäre zu viel. Das Ding ist, es ist schon an der Grenze an zu viel, aber jetzt gerade, wo ich es erstmal gehört habe, dachte ich, aber es erfüllt halt krass seinen Zweck so, also es holt einen voll ab und dann mit diesem einzelnen Wort dann nur gesungen, Utopia, ist das halt krass. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es scheiße finde, definitiv nicht, sogar im Gegenteil, aber ich kann mir viele Engineers vorstellen, die sagen, dass es drüber ist einfach. Also too much. Weil ich find's geil gerade. Ich find's auch geil, aber es ist halt sehr, ja, es fährt halt sehr gegen die Wand, kann man sagen, von der Lautstärke auch. Also wirklich so ein Brickwall-Limiting-mäßig klingt das. Und das ist eigentlich, ich sag mal, die super verliebten Engineers, die mögen das gar nicht.
Aber in der heutigen Musik ist das halt irgendwie sehr viel gang und gäbe geworden, leider teilweise auch. Es macht bei manchen Nummern wirklich keinen Sinn, so laut zu sein, aber hier ist es echt irgendwie cool. Also ich finde es auch sehr geil, muss ich sagen. Also es hat mich beim ersten Mal hören auch direkt abgeholt. Ne? Also, ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das analysieren soll oder nicht, aber weil ob das jetzt ein extra Track ist oder nicht, ich verstehe es gerade nicht, aber. Ne, diese eine Melodie, die wir vorher schon hören, die bekommt dann nochmal eben noch eine Harmonie dazu, eine Ebene dazu. Gutes Ding, Alter. Richtig gutes Ding. So, ich glaube, wir sind aber auch schon extrem drüber von der Zeit her. Und der arme Sarugan, der uns das alles übersetzt, der wird wieder einen Spaß haben, das zu übersetzen. Falls er es macht, du musst es nicht machen. Wir danken dir sowieso schon vielmals. Der übersetzt nämlich die ganzen K-Pop-Videos auf Englisch. Komplett freiwillig und in Eigenleistung. Richtig krass. Vielen Dank nochmal dafür, Sarugan. Genau, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir sind ein bisschen ausgeschweift wieder ein bisschen, aber auch nicht zu viel, hoffe ich. Gab es noch irgendwas? Fashionmäßig waren die krass unterwegs. Heftig. Richtig heftig. Make-up. Was auch geil ist gerade mit diesem Utopia-Scene hier, ist so ein bisschen dieser Gucci Flower Garden. Nicht ganz so, weil es ist märchenhafter und der Gucci Flower Garden ist schon so ein bisschen tropischer teilweise. Aber geht so in die Richtung. Ist ganz interessant. Krass, auch hier mit dem weißen Schimmel. Einhornmäßig. Ja, ich wollte Einhorn sagen, aber man hat kein Einhorn, kein Horn gesehen, aber es ist ein Schimmel auf jeden Fall. Ja, gut, aber ja, wir haben halt wieder viel zu wenig Background-Informationen, um das auseinander zu analysieren. Wir kennen die Vorgeschichte auch nicht. Es geht ja auch erstmal um die Musik. Es geht erstmal um die Musik. Make-up-mäßig, hast du da irgendwas? Die sind ja sehr natürlich einfach nur, ne? Ja. Sehr glatt, sehr natürlich. Sehr glatt, aber eben auch wegen der Nachbearbeitung. Ja, aber ja. Das ist halt, die sind alle immer so übermenschlich, das ist schon krass. Ja, das ist heftig. Ja. Aber der Song, oder die beiden Songs? Ja, ich fand den ersten Song sehr, sehr geil. Jetzt, das muss ich genau als Abschluss vielleicht nochmal sagen, die eigene Meinung. Ich fand den richtig krass. Hatte sehr R&B-Vibes auf jeden Fall, worauf ich sowieso stehe. Was ich dann immer schade finde, ist, dass ich die Sprache nicht verstehe. Aber das kann man ja vielleicht auch noch lernen, weil sonst hat sich das echt sehr R&B-mäßig angehört. Toll. Und krass, echt cool. Also wieder was komplett anderes irgendwie. Ich fand's auch geil, dass diesmal wirklich so diese EDM-Elemente nicht drin waren. Ja, das stimmt. Die waren, aber ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die neueren Sachen weniger EDM-lastig sind. Das ist aber auch wirklich einfach Zeitgeist. Das ist auch bei den internationalen Sachen, das ist selbst bei unseren deutschen Sachen, das ist auch so, dass immer weniger EDM-Elemente drin sind in den Mainstream-Sachen, in den Pop-Sachen. Sehr, sehr coole Nummer auf jeden Fall. Ja. Würde ich mir auch so anhören. Ich auch, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich dann halt langweilen würde, ist, dass ich die Sprache nicht verstehe. Weil man dann nicht mitsingen kann. Ja, aber echt unscheiß, weil man dann nicht mitsingen kann. Das ist auch das Einzige, was mich immer wieder stört. Aber dafür gibt es ja immer so einzelne englische Elemente, wo man dann so reinspringen kann. So, ich kann den Text. Und hier sogar ziemlich viel. Irgendwie hatte ich den Eindruck, oder vielleicht war ich im Untertitel, ich weiß nicht, auf jeden Fall richtig coole Nummer, Alter. Richtig ich bin geil. schon wieder so, krass, was da schon wieder abgeht. Das ist total geil, aber heftig. Komisch, dass es hier alles verschlafen wird in Deutschland. Ja, voll. Gut, ich glaube, es reicht jetzt wirklich. Jetzt habe ich echt überzogen. Ihr Abo, auf jeden Fall abonnieren, Leute. Es ist krass. Wir haben gerade eben im Video vorher die 23.000 getoppt. Sind drüber, sind jetzt bei 23.028.
Ja, ich habe auch schon vorhin aufgeschrieben, was wir bei 100.000 machen. Das bleibt aber noch ein Geheimnis, weil es noch sehr weit weg ist. Aber ich sage, es lohnt sich definitiv zu abonnieren. Jetzt habe ich fast einen Stotteranfall bekommen. Und ansonsten 50.000 reichen ja auch erstmal, aber 100.000 wird krass. Ich habe schon Verrätst du es mir, oder? Weiß ich noch nicht. Oh, nicht, Leute, abonniert, ich will's wissen. Nicht, dass es ausplauderst. Oh. Ja, und Instagram lohnt sich auch. Ich habe gerade heute angefangen zu planen, was ich jetzt nächstes für ein Mashup mache. Auch mit dem super neuen Black Keys Edition S61 Super Keyboard, was ja die ganze im Paket versteckt war. Ich möchte dazu ein Video machen in Form mit einem Mashup. Das kommt dann aber auf Instagram als allererstes. Also abonniert mich auch nochmal auf jeden Fall auf Instagram. Ihr wisst Bescheid, steht unten in der Abo-Box. Dana steht auch drin, nicht in der Abo-Box. Infobox? Infobox. Ich bin heute nicht. Das Wochenende haben wir zu sehr gearbeitet. Zu hart gearbeitet. Ich bin heute nicht auf dem Level, habe ich das Gefühl. Egal. Wir beenden jetzt hier. Vergesst nicht zu abonnieren und tschüss.